Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy bereisen wir aktuell Kanada. Nachdem wir das Land einmal durchquert haben, geht es für uns nach Tagen auf der Straße über die Stadt Calgary in die lang ersehnte Natur der Rocky Mountains. Und was wir da bereits in den ersten Tagen finden, lässt uns nur staunen. Boah, ich komme nicht klar. Also die Farben hier, das ist unglaublich. Hallo und willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir befinden uns in Calgary. Für uns ist das vor allem der Ausgangspunkt für die Rocky Mountains, doch dazu später mehr. Wenn wir schon mal hier sind, wollen wir uns erstmal die Stadt ansehen. I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken, you were good on your own. And I know I was drunk enough. Didn't know it would mess me up, yeah. Now I'm truly awakened up. So you wanna talk again. Hier sind wir in der zentralen Fußgängerzone, die erstreckt sich über mehrere Blöcke. Und ja, es tut richtig gut, mal ein bisschen einfach so zu schlendern, wo es ein bisschen, naja, verkehrstechnisch ruhiger ist. Das Einzige ist, obwohl die Sonne scheint, fängt es ein bisschen an zu tröpfeln. Ich hoffe, es fängt jetzt nicht an zu regnen. You don't get to call me up, tell me that you need forgiveness. You're the one who called it off, broke my heart in just a minute. No, you don't get to call it love when it wasn't even close. No, it wasn't even close. I was young, dumb and broken when I met you that night. Should've known you were something that would mess with my mind. But I won't put the blame on me. Von der Fußgängerzone aus kommt man auch in ein ziemlich spezielles Einkaufszentrum. In einem der oberen Stöcke soll nämlich ein Indoor-Garten sein. Das müssen wir uns natürlich ansehen. Ziemlich spannend, so etwas in einem Einkaufszentrum zu sehen. Habe ich so noch nie gesehen, du? Nein. Naja. Da wir ja ein bisschen knapp mit Internet sind immer, haben wir uns schon ein paar Mal in ein WLAN eingeloggt und jetzt, wenn man durch die Stadt geht, immer wieder poppen wieder Nachrichten auf, weil man wieder in einem WLAN drin ist, wo man schon drin war. Ganz lustig. Public Library hier vorbeizusehen. Ich muss sagen, diese Bibliothek sah nochmal richtig klasse aus. Jetzt geht es für uns aber zurück zum Van und zu einem Aussichtspunkt, denn da soll es eine gute Aussicht auf die Stadt geben. Wir sind beim Aussichtspunkt angekommen und das sieht schon mal richtig cool aus. Wir schauen das jetzt mal von näher an. I
Ich würde sagen, Calgary war ein ganz netter Stopp, wenn man schon sowieso in der Gegend ist. Aber wie gesagt, eigentlich ist es für uns nur eine Zwischenstation, denn morgen geht es für uns in die Rocky Mountains und wir freuen uns schon riesig, denn wir haben erst gerade letztens wieder einen Artikel gelesen über den Banff National Park, der steht natürlich auch auf der Liste. Und ja, da gibt es so schöne Seen und dieser Artikel redet darüber, wie diese Farbe von den Seen auch entsteht und das ist natürlich super interessant. Auf dieses Magazin gestoßen sind wir durch Readly. Das ist eine App, die es einem ermöglicht, digital Zeitschriften und Magazine zu konsumieren. Und das ist gerade für uns Reisende sehr, sehr praktisch, denn damit können wir von überall auf unsere Zeitschriften zugreifen. Aber durch das digitale Format sind die Zeitschriften natürlich auch platzsparend, gewichtssparend und viel umweltfreundlicher. Und was für uns gerade sehr praktisch ist, es gibt auch eine Offline-Funktion. Das heißt, wenn wir wieder mal im WLAN sind, laden wir uns unsere Magazine runter und können sie dann, wenn wir wieder mal kein Internet haben, auch so konsumieren. Unsere Lieblingszeitschrift National Geographic ist natürlich auch dabei, aber es gibt auch eine Entdecken-Funktion. Da sieht man natürlich, wie viele Kategorien bei Readly überhaupt vertreten sind, aber so sind wir eben auch auf diese neue Zeitschrift gestoßen, die über den Banff National Park schreibt. Wir sind überzeugt, dass wirklich für jeden etwas dabei ist. Also empfehlen wir euch, schaut doch mal über unseren Link rein. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung oder hier unten. Damit erhält ihr einen Monat lang gratis Zugriff auf alle Zeitschriften und Magazine. Aber natürlich ist das Abo wieder jederzeit kündbar. Wir genießen jetzt weiterhin die Aussicht und ich glaube, wir holen uns nachher noch einen Snack, denn damit lässt sich das hier noch viel besser genießen. Uns ist noch aufgefallen, dass man von hier oben die Rockies sieht. Richtig cool. Aber wir sind jetzt richtig hungrig und wir haben uns Pizza bestellt. Aber das Ganze werden wir jetzt nicht alleine genießen, sondern wir sind hier wieder mal zusammen mit Chantel und Ron. Die kennt ihr auch schon bereits. Und ja, vielleicht wollt ihr euch mal vorstellen. Ja, hi, wir sind Chantel und Ron, wie Roberto gerade schon gesagt hat. Und wir sind jetzt inzwischen seit über 5 Jahren am Reisen. Ja, und das ist unser Van. Und jetzt genießen wir den Abend zusammen und essen Pizza. Denn wir sind alle hungrig, oder? Ja! Wir haben was ganz Leckeres. Tada! Die sieht ja richtig gut aus. Ja! Ich sag ja. Gehört dazu. Also diese Pizza ist besser als Pizza Pizza. Und wie findest du den Pizzanamen? Also von der Pizzeria, Pizza Culture? Geht auch, ne? Das ist gut. Pizza geht auch jeden Tag wieder. Selbst wenn ich mal abends keinen Bock mehr auf Pizza habe, am nächsten Tag geht es einfach wieder. Guten Morgen. Wir hatten gestern einen richtig gemütlichen Abend zu viert und ja, heute geht es für uns weiter. Leider trennen sich mal vorerst für die nächsten paar Stunden unsere Wege und ja, wir haben noch einiges zu erledigen hier in Calgary, aber wir sehen uns dann wieder in Banff, oder? Ich denke schon. Ja, bestimmt. Heute Abend wieder. Ja, geht nicht so lange. Die letzten Tage war es wieder so schön und auch heute die Sonne scheint und ja, auch mit den Mücken war es ja in der Stadt richtig angenehm. Das wird sich jetzt aber wahrscheinlich ziemlich bald ändern. Wir wollen drum in einen Outdoor-Laden. Hier gibt es ja so Ketten, die haben einfach riesige Läden mit wirklich allem. Da wollen wir hin, denn ich glaube, da können wir uns richtig gut ausrüsten für die nächsten Tage. Und auch etwas gegen die Bären. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Ja, in diesen Shops findet man einfach alles über Camping, Fischerssachen, Kleider, Boote, alles. Wir haben uns ja so ein Netz gekauft, aber die entsprechenden Hüte fehlen noch. Die suchen wir jetzt. Irgendwie tun wir uns ein bisschen schwer mit diesen Hüten, weil ja, styling-technisch nicht gerade so auf unserer Top-Liste. Und vor allem sind die auch noch teuer. Also das günstigste, was wir gesehen haben, war $50 und dann geht es ab $90 weiter. Also ja, mal sehen. Also ich bin gerade positiv überrascht. So schlimm ist das, glaube ich, gar nicht. Was meinst du? Passt zum Grün.
Ich würde sagen, wir waren erfolgreich. Ich habe mir diese Mütze gekauft, weil sie doch ein bisschen alltagstauglicher ist. Aber wir haben hier noch Bärenspray. Es ist ein Restricted Item, wir mussten ein Formular ausfüllen und auch gleich danach den Laden verlassen. Aber ja, hat $55 gekostet und wir hoffen, wir werden es nie einsetzen. Jetzt geht's weiter, wir haben noch ein paar Erledigungen und dann geht's endlich in den Nationalpark. Die Einkäufe sind erledigt, wir waren nämlich auch schon in Walmart und haben ein bisschen Essen eingekauft. Jetzt haben wir noch unser Handyguthaben aufgeladen. Das ist hier schweineteuer für sehr wenig Guthaben, aber wir haben immerhin Steuern gespart. In dieser Provinz wird weniger Mehrwertsteuer verlangt und ja, das spart uns $10 im Vergleich zum letzten Mal Handyguthaben aufladen. Auch nicht schlecht. Und jetzt sind wir an einer Tankstelle und können hier unser Wasser auffüllen. Roberto ist, glaube ich, eh schon fast fertig. Nee, bin ich nicht. Naja, Fang erst gerade an. aber mit den Vorbereitungen. Damit ist das auch erledigt und danke an Husky, dass wir hier unser Wasser füllen durften. Jetzt geht's endlich los. Kommen wir aus der Stadt raus. Es zieht sich ja immer gefühlt ewig hin mit diesen Erledigungen, einkaufen, Wasser füllen und ja, wir müssen noch tanken, aber da gibt es unterwegs wohl eine günstige Tankstelle, also sparen wir uns das dafür auf. Jetzt sind wir einfach froh, dass wir die Stadt hinter uns lassen und auch langsam diese grüne Einöde. Es wird langsam immer hügeliger und vor uns sehen wir schon die Rocky Mountains und entsprechend groß ist natürlich unsere Vorfreude. Wollen die? 1,91. Oh ja, Das ist gut. das ist anständig. Ja. Wir sind in Banff angekommen und es erinnert uns ganz viel an die Schweiz. Ja. Also aber es sieht richtig schön aus. Der Grund, weshalb wir jetzt hier sind, wir wollen zum Visitor Center gehen, denn ja, da bekommt man die besten Informationen und ja, mal schauen, was sie uns sagen und welche Trails empfehlenswert sind. We're going to be here for a few days and Okay, so some really nice walks you can do. This one along the river here. So we are right here right now. thank you so much. Okay. It was really Where are helpful. you visiting from? Wir haben ein paar Infos bekommen. 2 Karten. Es gibt wohl einiges zu tun hier, aber ja, ich glaube, wir überlegen uns einfach mal in Ruhe, was wir machen und entscheiden uns dann. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Van und zum Schlafplatz und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Wir sind wieder in Banff und ja, unterwegs haben wir schon mal was richtig Cooles gesehen und zwar unsere ersten Grizzlies. Da war eine Mutter mit ihrem Kleinen und ja, die haben da gemütlich, friedlich gegrast und den Löwenzahn abgeknabbert. Ja, es sah richtig idyllisch aus. Jetzt sind wir aber eben nochmal im Ort Banff. Da gibt es nämlich auch eine Ortschaft, die so heißt. Da schlendern wir jetzt mal durch und verschaffen uns einen Überblick. Man merkt schon, dass es hier ziemlich touristisch ist, aber ja, man bekommt hier eben auch alles und es ist Ausgangspunkt für viele Besucher, für Wanderungen oder andere Aktivitäten. Für uns ja, hat es jetzt aber gereicht und wir gehen weiter und
ja, sehen uns noch die nähere Umgebung an. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Es tut so gut, nach so vielem Fahren endlich mal ja, in der Natur zu spazieren, sich die Beine zu vertreten. Und ja, mit dieser Kulisse hier rund um uns herum, das ist so schön. Wir genießen es gerade richtig. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. Ich glaube, da hinten im Wald ist wieder ein Hirsch. Man sieht einen weißen Hintern und wir wissen ja schon, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt holen wir das große Objektiv raus und schauen, ob wir ihn euch zeigen können. Es ist einfach jedes Mal aufs Neue faszinierend, solche Tiere zu sehen. Und was uns aber am Anfang sehr verwirrt hat, ist, auf American English heißen die Elk. Auf Deutsch ist das dann aber der Wapiti-Hirsch. Und wir dachten immer, Elk ist Elch und Moose irgendwie auch. Also es ist ziemlich verwirrend. Es kommt darauf an, ob man jetzt amerikanisch oder britisch-englisch spricht. Also das ist ein Elk, ein Wapiti-Hirsch. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Bei diesem kleinen Zufluss hier erhält man schon eine Ahnung, wie blau das Wasser bei gewissen Bergseen hier sein kann. Wir haben ja gelesen in dem Artikel, dass das eben vom Gletscherwasser kommt. Es ist schon sehr interessant zu wissen, woher das kommt, aber es ist auch einfach sehr schön anzusehen. With the wind blowing in your hair, we can look back someday. Nach der Stärkung und der wunderschönen Aussicht. Nachdem mir Roberto mein halbes Sandwich gegessen hat, Ja. obwohl er 5-mal gesagt hat, er will nicht. Laufen wir jetzt zu einem Aussichtspunkt, wo man Banff von oben sehen sollte. Ja, mal schauen, wie das da aussieht. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the country. Wir waren jetzt eigentlich schon auf dem Heimweg, sind noch mal kurz durch den Ort und auf einmal fängt es an zu schneien oder hageln oder so. Also es ist gefrorenes Wasser, aber es ist nicht ganz hart. So total schräg und gleichzeitig schien auch gerade noch die Sonne. Gut, die hat sich jetzt verkrochen, aber ja, total schräges Wetter. So, wir sind zurück beim Van. Ja, wir hatten ja einen Aussichtspunkt versprochen. Das war wohl nichts. Aber ja, ansonsten war es eigentlich ganz hübsch und wir suchen uns jetzt einen Schlafplatz, oder? Ja. Ja. Wir schauen mal, ob es hier einen günstigen so einen Stellplatz gibt. Wir sehen, wo es uns hinführt. Und so sieht es aus, wenn wir filmen. Ich steige aus, Roberto fährt hin und her und ich filme das. Ich glaube, da hinten kommt er schon. Wir sind am Campingplatz angekommen. Jessie ist schon fleißig, sie bereitet das Essen vor. Ja, und der Campingplatz, der ist richtig leer. Also, wie man sieht, es ist noch niemand hier, aber es ist ein Campingplatz, bei dem man, ja, der Erste, der kommt, der bekommt auch den Platz.
Ja, wahrscheinlich wird sich das noch füllen. Mittlerweile haben wir fast 7 Uhr. Das wird sich sicherlich noch füllen. Aber es ist gut. Das sind Toiletten, ja, Tische. Man könnte auch grillieren, wenn man möchte. Machen wir nicht. Was wir jetzt noch machen müssen, ist ja, das ganze Papierzeug ausfüllen. Denn wie gesagt, man muss sich selbst anmelden und dann wirft man das Geld und ja, die Informationen in den Briefkasten. Ja, man vertraut den Leuten, dass sie das auch machen und wir finden das richtig gut. Und wenn ihr euch fragt, wieso wir kein Geld hier reingetan haben, ganz einfach, man kann alles mit Kreditkarte zahlen. Also man füllt dieses Formular aus, gibt seine Kreditkarteninformationen und ja, das war's schon. So, und jetzt schnell zurück, denn der ist auch hier in der Gegend. Mal schauen, ob Jessie schon fertig ist. Und, wie sieht's aus? Gerade richtig. Du hast, glaube ich, einen Sensor für sowas. Aber ich habe richtig Hunger. Können wir essen? Ja. Okay. Also. Konntest du zahlen? Ja. Okay. Und wir sehen uns morgen wieder. Die Nacht war richtig ruhig. War sehr angenehm hier. Jetzt machen wir uns aber schon fertig. Wir wollen nämlich heute noch den letzten Tag vom Wochenende nutzen. Und, ach, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber wir wollen einen Trail machen. Ich glaube, es sind Wasserfälle und irgendwelche Tümpel oder so. Ja, wir sind dann da. Und unterwegs zum Trail, was sehen wir? Natürlich einen Bären. Ein Schwarzbär, der ist ja gleich am Straßenrand. Entsprechend stehen vor uns ein paar Autos. Wir müssen warten, bis wir nach vor können, aber er geht langsam Richtung Wald wieder. Mal sehen, ob man ihn noch entdecken kann. Ach, die waren wieder süß. Ich war leider zu langsam mit dem großen Objektiv, aber ja, ich hoffe, man hat es gesehen. Und das Lustige ist ja, beim Hinfahren dachte ich schon so, okay, die Leute steigen nicht aus, das könnte ein Bär sein, weil es ist schon lustig. Wenn die Leute aussteigen, ist es meistens ein Hirsch, ein Elch, irgend sowas Ungefährliches und beim Bär bleiben sie lieber im Auto. Und hier sind wir beim Johnson Canyon und in diesem Canyon soll es 2 Wasserfälle geben und zu oberst soll es noch ein, wie heißt es? Inkpots nennen Inkpots die, geben? aber sind welche Wasserlöcher, die an Tinte erinnern. Ja. Bin gespannt, wie die aussehen. Der Parkplatz sieht schon ziemlich voll aus, also wir sind natürlich wieder mal viel zu spät unterwegs. Aber ja, wir haben hier mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, es verläuft sich unterwegs. Mal schauen. Stop worrying about worrying, we will keep turning. Doesn't matter what I do. Der Trail hier soll etwa 11,5 Kilometer lang sein, hin und zurück. Das ja, kommt auf etwa 3 Stunden. Und ja, der Anfang hier erinnert uns schon mal sehr stark an den Caminito del Rey in Spanien, denn hier gibt es ja auch so diese Trails so in der Schlucht. Sieht richtig cool aus. Haben es echt ganz schön in sich. One of these days I'm gonna show you the place that I go to when all the lights are faded out. You're gonna see what I'm all about. Wir sind nun bei den Upper Falls angekommen und man hört es schon, es ist richtig laut und wow. Geworden.
Unterwäsche inklusive. Na du? Einfach so. Der ist total ignoriert. Der hat sich gar nicht interessiert. Und wir haben vor 2 Sekunden noch geredet, dass wir hoffentlich keine Bären sehen. Ja. Mit dem Fuchs hatten wir nicht gerechnet. Wir haben die Bärenglocke rausgenommen, denn mittlerweile sind wir doch ganz alleine hier im Wald. Bis zu den ersten 2 Wasserfällen war es doch ziemlich voll. Aber ja, Sicherheit geht vor. Bärenspray haben wir auch dabei. Und ja, und so kann Jessie auch nicht verloren gehen. Man weiß nie. Ja. Wir sind an unserem Ziel angekommen, die Ink Pots, und Wow. ja, also wenn man das sieht, dann weiß man, wieso die so heißen. Das ist der Wahnsinn. Wow, wie schön ist denn das hier bitte? Also, das sieht aus, als wäre es gemalt worden. Wow, ich komme nicht klar. Also die Farben hier, das ist unglaublich. Was meinst du? Ja, also vor allem, wie man so richtig beobachten kann, wie das entsteht. Also das sind ja Unterwasserreservoirs mit Quellwasser, und dieses steigt durch den Sand und die Gesteine auf und wird dadurch gefiltert. Und je nachdem, wie schnell das passiert, ist auch der Farbton anders. Ja. Und an manchen Stellen sieht man sogar, wie sich der Sand bewegt, ja, durch das Wasser, das eben hochkommt. Ja. Genau. Das ist wirklich faszinierend. Was für ein schöner Ort hier. Ja, wir können es kaum fassen. Es ist so viel schöner, als wir uns gedacht hätten. Und wir sind tatsächlich ein bisschen erfüllt von so einer Art Euphorie, dass wir hier sind und wirklich so eine wunderschöne Natur erleben dürfen. Wir sind gerade richtig dankbar dafür. Und wir freuen uns natürlich, noch so viel mehr von diesen riesigen Rockies entdecken zu dürfen. Aber für euch ist das schon im nächsten Video. Nächste Woche hoffen wir sehr, dass ihr wieder einschaltet und uns wieder begleitet. Bis dann. Tschüss! Zu Kühli habe ich ein Kuhglöckli. Mäh. Muh. Hallo Bär! Hallo.